Mountainbiking. Auf einem 55 Kilogramm Fahrrad. Uah. Junge Dame, was machen Sie hier? Ich spaziere mit meinem Rad im Nationalpark. Und am besten, wenn der 45 Kilo wiegt. Boah, so eine krasse Straße hatten wir noch nie, oder? Darf man das überhaupt noch Straße nennen? Also ich glaube, krasser kann es nicht werden, oder? Ich meine, riesige Steine und dazu fließt dann da auch noch ein Bach durch. Uff, das war echt verrückt. Aber wir haben es überlebt. Wir sind jetzt in Novo Uoyan, nordöstlich des Baikalsees, ja, mitten in Sibirien. Und hier geht die sogenannte BAM-Straße entlang, auf der wir jetzt weiterfahren wollen. Und die einzige Möglichkeit, hierher zu kommen, von Süden aus, also von Ulan-Ude, wo wir waren, war durch den Dzierginski-Nationalpark und über die 110 Simnik-Straße. Und ja, wie sich herausgestellt hat, war das eine extreme Offroad-Piste und absolut nicht für Fahrräder vorhergesehen. Ja, das Ganze fing fing vor 7 Tagen an, ungefähr 200 Kilometer südlich von hier. Da, wo wir 2 Männer getroffen haben, die uns als verrückt erklärt haben und gesagt haben, dass da, wo wir hinfahren, voll viele Bären sind und dass wir kein Gewehr haben, ist absolut unmöglich. Вы на БАМ же едете? Там вообще 250 километров, ничего нет. Да. Вообще ничего нет. Блин, тяжело бы. Там реально медведей много. Нормально, нет? Вы зачем ездите? Хорошей дороги. Спасибо. Аккуратнее, ладно? Danach sind wir aber weitergefahren und als erster, was wir gesehen haben, das war ein großer Fluss und keine Brücke. Das war 6 Uhr abends und wir haben 2,5 Stunden gebraucht, um Fluss zu überqueren. Das Wasser war kalt, der Adrenalinpegel war hoch. Wasser war auch irgendwie teilweise 1 Meter hoch oder ja, 1 Meter. Schon 1 Meter, ja, absolut. Strömung und ja, das war richtig, richtig krass. Und wir dachten, das ist das größte Abenteuer auf der Straße, aber wir haben uns geirrt. Das war nur der Anfang, also das war quasi die Grenze zu dem Dzierginski-Nationalpark, dieser Fluss. Also dann waren wir im Nationalpark und ja, dann war auch erstmal alles gut und es gab schöne Straßen, schöne Natur und wenig Menschen und alles. Dann kam aber am nächsten Abend noch wieder eine Flussdurchquerung und da war das Wasser noch viel, viel, viel kälter und die Strömung auch noch größer, war nicht ganz so breit, aber es war noch irgendwie viel, viel schlimmer. Auch wieder abends, auch wieder irgendwie ja, knapp 2 Stunden gebraucht, um unser ganzes Zeug darüber zu tragen. Alle Taschen einzeln, Fahrräder einzeln irgendwie durchs Wasser mit der Strömung. Absolut, absolut verrückt. Am nächsten Tag wurden die Straßen dann langsam so ein ganz bisschen schlechter, aber wir haben uns da irgendwie noch nicht so viel bei gedacht. War halt schon nach wie vor irgendwie ein nettes Abenteuer und dann waren auch zum Teil so die Straßen ein bisschen sandiger und wir haben dann in diesem Sand irgendwie die ersten Fußabdrücke von Bären und von Wölfen gesehen und das war dann auch super abenteuerlich und wir haben uns wirklich schon gefreut, so wow, sehen wir jetzt irgendwie Bären und Wölfe. Здравствуйте. Медведь ходит. А? Медведь ходит там. Там медведь ходит? Вы видели? А? Вы видели? Там вот это, по дороге бегает. Да, auf der Straße läuft ein Bär. Он жирный, его съест сразу. Da ist eine große Bär, der frisst uns sofort auf. Dem war aber ja, leider nicht so oder auch gut so. Wissen wir nicht genau, ob es gut oder schlecht ist. Wir haben keine Bären gesehen, aber wir haben trotzdem halt wunderschöne Natur gesehen, haben ein paar richtig, richtig geile Zeltplätze gehabt. Mit krasser Aussicht, wirklich mitten im Nirgendwo. Also
Wir haben ungefähr 6 Tage gebraucht für diese Etappe und wir haben in diesen 6 Tagen 6 Autos bzw. Jeeps oder Trucks gesehen und dementsprechend halt auch irgendwie 6 Menschen. An einem Tag haben wir wirklich niemanden getroffen, also wir waren wirklich komplett in der Wildnis. Das war absolut genial. Danach wurden die Straßen aber noch schlechter. Es ging die ganze Zeit bergauf und bergunter. Die Steine werden größer und größer. Das war schwieriger und schwieriger, die nach oben und nach unten zu bekommen, voll beladen. Das war echt unglaublich. Und auf einmal standen wir dann irgendwie vor einem Flussbett, was wir irgendwie durchqueren sollten, so irgendwie so 100 Meter oder sowas. Und da waren einfach diese riesigen Steine, diese riesige Steine halt. Und wir dachten so, was ist jetzt denn los? Irgendwie, wo ist die Straße? Wir müssen jetzt durch dieses Flussbett. Und es hat ein bisschen gedauert, bis wir unsere Räder halt durchgeschoben haben, irgendwie wirklich Stück für Stück immer, natürlich geschoben, nicht gefahren, also da war Fahren nicht mehr zu denken, nichts mehr mit Mountainbiking. Aber ja, dann wurde die Straße auch wieder, ich sag mal, normal irgendwie, also normal schlecht, dass man irgendwie halbwegs zumindest drauf fahren konnte. Aber am nächsten Tag wurden die Straßen dann wirklich wieder so schlecht und diese großen Steine tauchten wieder auf. Sind dann an einem großen Fluss entlang gefahren und in diesen großen Fluss sind die ganze Zeit kleine Flüsse hineingeflossen, die wir dann immer überqueren mussten. Und diese ganzen kleinen Flüsse, da waren überall diese riesengroßen weißen Steine und wir mussten überall unsere Fahrräder rüberschieben und es war so mega anstrengend, so mega schwierig. Und im Verlauf des Tages wurden diese Überquerungen immer schwieriger und dann tauchte nachher auch noch irgendwie noch mehr Wasser auf und dann sind wir da wirklich durch Flussbetten irgendwie gelaufen und mussten unsere Fahrräder über diese riesigen Steine irgendwie schieben und dabei noch durch das eiskalte Wasser warten. Das war der absolute Albtraum. Ja, wir sagen schon nichts dazu, dass es zum Teil super matschig war, zum Teil pfützig, super viele Moskitos. Das kommt alles noch dazu, ja, absolut. Also es ist jetzt nur ein ganz kurzer Ausschnitt aus diesen 6 Tagen mit den wildesten Sachen. Ja, es war auch noch super schlammig, sumpfig, Mücken. Alles, was man sich erwünscht. Also es war wirklich definitiv die härteste Straße, die wir bisher mit unseren Fahrrädern gefahren sind. Es war absolut krass und wir wussten es vorher nicht. Wir wussten vorher nicht, was uns da erwarten wird. Wir dachten halt irgendwie so, geht halt irgendwie so ein bisschen durch die Natur, wird halt irgendwie so ein bisschen Schotterpiste, so ein bisschen Buckelpiste irgendwie, wird schon irgendwie passen, aber dass es so eine krasse Piste wird und da sind die wirklich mit ihren Trucks auch lang gefahren. Es ist unvorstellbar, wie die da mit ihren fetten irgendwie Trucks und Jeeps da irgendwie durchkommen, also wir haben uns echt gewundert. Aber irgendwie schaffen sie das. Und auch irgendwie haben wir es auch geschafft, mit unseren Fahrrädern durchzukommen. Unglaublich. Unglaublich, ja. Und jetzt sind wir hier in Novo Ujan an der Bahnstraße und wir haben eigentlich gedacht, dass die Straße schlecht wird. Wir müssen jetzt wirklich noch mal ein bisschen recherchieren und wir wollen von hier aus weiter Richtung Osten fahren, wie die Straße wirklich wird und wie weit wir fahren können. Den Vorteil, den wir hier jetzt haben, wir fahren die ganze Zeit an einer Bahntrasse entlang. Das heißt, wenn es zu schwierig wird, können wir eigentlich in jedem Dorf, in jeder Stadt, gibt es dann einen Bahnhof und wir können jederzeit in den Zug steigen und einfach mit dem Zug fahren. Das ist der große Vorteil, den wir hier jetzt haben. Was würdest du sagen, war das eine gute Idee, da lang zu fahren? Ja, es war sehr hart. Irgendwann habe ich echt, das war irgendwann zu viel für mich. Aber ja, wie ich damals auch schon gesagt habe, das ist, wird nachher nur ein Witz sein. Und jetzt lachen wir darüber und jetzt haben wir diese unglaubliche Erfahrung und wir wissen, wie krass wir sind und wie überall wir eigentlich durchkommen und ja, unglaublich. Das Beste war, fand ich, als wir rauskamen, wir sind in einem kleinen Dorf angekommen und wollten einkaufen und davor haben wir gefragt, ob da einen Laden gibt. Sie meinten ja, aber der macht in 12 Minuten zu. Und da waren noch 2 Kilometer bergauf und wir sind so schnell den Berg aufgefahren, das war unglaublich. Aber wir haben es geschafft, wir haben eingekauft und wir haben toll die Etappe gefeiert. Ja. Das war echt schön.
Absolut. Ja, also ich denke, das Problem war jetzt, dass wir wirklich nur diese eine Straße hatten, nur diesen einen Weg. Sonst wären wir hier nicht hergekommen. Also hier kann man auch von Ulan-Ude aus nicht direkt mit dem Zug oder sowas hinfahren. Man muss dann, wenn dann auf der Westseite des Baikalsees, da gibt es dann eine Bahnstrecke, da kann man mit dem Zug hierher fahren. Aber das wollten wir natürlich auch nicht so wirklich und wir haben halt auch einfach überhaupt nicht gedacht, dass es so abenteuerlich wird. Ich denke, wenn wir gewusst hätten, wie schlecht diese Straße ist, wenn wir wirklich irgendwie Videos oder Bilder irgendwie gesehen hätten, dann hätten wir es uns vielleicht nochmal überlegt. Aber ja, wahrscheinlich wären wir eigentlich trotzdem auch gefahren. Einfach auch, um dieses Abenteuer erlebt zu haben. Und das haben wir jetzt und es war anstrengend und absolut fordernd für uns, für Kopf und Körper. Aber wir haben es geschafft, wir sind um diese Erfahrung jetzt reicher und damit sind wir glücklich. Ja, und jetzt machen wir ein paar Tage Pause hier. Wir bereiten das neue Video vor für die nächste Woche. Nächste Woche machen wir eine ausführliche Erklärung über unsere Fahrräder. Genau, das Video wurde schon von vielen von euch immer wieder gefordert und immer wieder wurde nachgefragt, welche Fahrräder habt ihr, welche Komponenten. Das gibt es nächste Woche, das stellen wir ganz genau im Detail noch einmal vor. Und dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder zu einem kleinen Live-Update, so wie diesem hier. Dann werden wir irgendwo auf der BAM wahrscheinlich unterwegs sein, keine Ahnung. Und es wird wieder ein bisschen aktuelles Videomaterial geben. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, abonniert unseren Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben und schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr von der Strecke haltet, die wir jetzt gefahren sind. Ob ihr hier auch fahren würdet mit euren Fahrrädern oder ob ihr in den Jeep steigen würdet oder ob ihr ganz und gar überhaupt nicht kommen würdet. Wir sind gespannt. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.